Hallo meine Lieben, Bruce hier, BB2K Airsoft Channel, und heute habe ich mal eine spezielle Frage an euch. Was passiert, wenn der Bruce eine FNX 45 Tactical zu sich ins Review einlädt? Ganz klar, es zieht das kleine Schwarze an. Denn nur wer schick ist, kommt bei Bruce ins Review. Nee, natürlich zeige ich euch auch die TUN-Version, denn heute geht es um die Cybergun bzw. VFC FNX 45 Tactical. Ich wünsche euch dabei viel Spaß. Hallo meine lieben Freunde, kommen wir zu einem schnellen Unboxing, wie immer am Anfang meines Reviews von der FNX 45 Tactical von VFC, die mir freundlicherweise von Begadi, da ist das Logo, zur Verfügung gestellt worden ist. Die Airsoft gibt es hier in Schwarz jetzt seit ungefähr 2 Monaten. Die Version in Dark Earth gibt es schon seit Ende 2014 in den Shops zu kaufen. Die zeige ich euch auch etwas genauer, aber wir beginnen mal mit dem Unboxing von der schwarzen Version. Die Airsoft wird in diesem ja eigentlich gar nicht mal so schlecht aussehenden schwarzen Karton geliefert hier, wie ihr sehen könnt, mit einer Abbildung der FNX 45 Tactical und diesem FM-Logo. Was ich besonders an diesem Karton finde, ist dieses Reißerische hier. Ich zeige es euch mal, ich halte es mal rein. Da steht es, 424 FPS. Das heißt, diese Airsoft hat hier 1,6 Joule. Voll der Hammer, denkt man jetzt erstmal. Aber wenn man sich das Kleingedruckte anguckt, kann man diese Werte nur erreichen mit 0,1 Gramm BBs. Mit dem Standard 0,2 Gramm erreicht man mit der Airsoft so auch diese Standardwerte von 1 Joule. Also ich würde sagen, das ist schon ziemlich reißerisch. Aber egal, wir packen jetzt mal aus und wir schauen uns mal den Inhalt an, denn das ist das Wichtigste. Dazu gehört natürlich hier diese Anleitung in Englisch verfasst, auch schön mit bunten Bildchen von der FNX. Dann haben wir eine Tüte mit einem Griffrückenstück. Bei der Airsoft kann man den Griffrücken austauschen, das zeige ich euch später. Und dann natürlich die Airsoft. Verpackt hier nochmal in dieser Zwischenfolie und diesem nicht so ansprechenden Plastik-Inlay. Das wirkt ziemlich billig, aber es geht ja um die Airsoft. So, dann packen wir das Schnuckelchen mal aus. Ja, und so sieht sie aus. Dann packe ich mal das Schnuckelchen aus, denn so sieht sie aus. Yeah, Master of Rhyme, Bruce, yeah! Zurück. Also, wo war ich? Ja, so sieht sie aus. Die Cybergun VFC FNX 45 Tactical. Was ein Satz. Das Ganze hier im rasanten klassischen Schwarz, zur Verfügung gestellt von der Firma Begadi. Dafür nochmal herzlichen Dank. Und auch nur bei Begadi bekommt ihr die schwarze Version derzeit für 219 € zu kaufen. Die schwarze Version ist, glaube ich, war das jetzt August 2000, ich denke mal im Juli 2015 ist sie erst rausgekommen. Da gibt es noch einen Bruder, und zwar diesen hier, und zwar in der Farbe Dark Earth. Die gibt es schon seit Ende 2014 zu kaufen. Für 195 € bekommt er sie derzeit bei Begadi. Dann müsst ihr euch hier den Rotpunkt mal wegdenken. Ja, ist jetzt eine Geschmackssache, was ist besser? Entweder Dark Earth oder Schwarz, Dark Earth oder Schwarz, oder vielleicht mal ein bisschen mischen die ganze Geschichte, denn das sieht auch sehr interessant aus. Hier schwarzer Griff mit Dark Earth Schlitten. Ganz heiße Geschichten lassen sich da zaubern, das zeige ich euch später. Aber ja, machen wir noch mal kurz weiter. Ersatzmagazin kostet 45 €. Wie gesagt, Schwarz 219, Dark Earth 195. Warum Schwarz jetzt teurer ist, kann sein, weil Schwarz halt jetzt neu ist. Und ja, denken wir, das wird es sein. Und jetzt genug gequatscht. Jetzt ist es Zeit, euch mal die beiden Süßen in Action zu zeigen.
Wahnsinn Sound, muss ich sagen. Also die FNX ist richtig laut, aber das Beste, das Allerbeste ist der Kick. Ein Rückschlag, dermaßen knackig, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Das macht richtig Spaß, man spürt so richtig, wie der Schlitten nach hinten und nach vorne fährt. Wahnsinnssache. Und schön ist auch die Ökonomie des Magazins, aber ja, ich denke mal, das ist schon vorgegriffen. Das erzähle ich euch jetzt im Bodycheck. Ja, Bodycheck, wie gesagt, ja, und eigentlich müsste ich euch jetzt was erzählen über Länge und so weiter, aber ich habe mit dem Magazin angefangen, also machen wir auch mit dem Magazin weiter. Das Magazin von der FNX ist ziemlich breit und griffig, hat eine Kapazität von 25 Bibis und das Schöne, das hatte ich schon angefangen zu erwähnen, ist die Ökonomie des Magazins. Denn mit einer Gasfüllung könnt ihr ungefähr 3-mal aufladen. Das heißt also 75 Schuss mit einer Gasladung sind möglich und das finde ich ist ein sehr guter Wert. Magazin wieder rein, kommen wir zu ein paar Daten. Die Länge 225 mm, die Lauflänge 100 mm und das Gewicht 840 Gramm. Zum Vergleich, die Real Steel hat 950. Die Airsoft liegt also etwas darunter. Ich wechsle mal zur Dark Earth Version. Das mache ich jetzt immer im Laufe des Reviews, damit ihr von beiden Varianten euch immer einen Eindruck machen könnt. Ich denke mal, das ist am besten, um nachher zum Schluss für euch selber herauszufinden, was euch da am besten gefällt. Machen wir weiter. Die FNX ist eine ziemlich große Pistole, vergleichbar mit der MK23 von Heckler & Koch. Auffallend ist hier der gerade Griff. Das erinnert mich stark an den 1911er Colt und auch das Kaliber ähnelt nicht nur, sondern ist auch gleich. Der 1911er Colt hat das Kaliber 45 und die FNX 45 Tactical hat in der Real Steel auch das Kaliber 45. Die Struktur auf dem Griff ist sehr grob, dadurch lässt sich die Airsoft wirklich sehr gut anfassen und ist auch sehr rutschfest. Der Griffrücken hier ist aus Gummi gefertigt und lässt sich sogar austauschen. Im Lieferumfang ist ein weiteres Griffrückenstück vorhanden, wie man sieht, etwas flacher. Um den Griffrücken rauszunehmen, braucht man hier nur mit einem kleinen Stift in das Loch drücken. Dann lässt sich der Griffrücken rausziehen und gegen den flachen hier austauschen. Ich finde den runden eigentlich sehr schön, denn der passt für meine große Hand wirklich wunderbar. Bleiben wir beim Griff und gehen ein Stückchen runter. Hier sehen wir den erweiterten Magazinboden, der ist ziemlich dick und fungiert auch ein wenig als sogenannte Grip Extension. Wer große Hände hat, wie ich, fragt sich, naja, braucht man nicht unbedingt, aber wenn man Handschuhe trägt, ist der doch sehr vom Vorteil und Handschuhe lassen sich mit der Airsoft auch sehr gut tragen, denn der Abzugsbügel hier ist weit genug, dass man hier ohne Probleme auch Handschuhe verwenden kann. Für mich ein Highlight bei der FNX ist, dass alle Bedienelemente auf beiden Seiten vorhanden sind. Also Sicherung ist hier, da erreichbar, Schlittenfanghebel hier und da. Selbst der Magazinlöseknopf ist hier und da erreichbar, muss nicht kompliziert umgebaut werden. Also die Airsoft ist nicht nur was für Rechtshänder, sondern auch super optimal für Linkshänder. Einziges Bauteil, was nicht beidseitig erreichbar ist, ist der Zerlegeheber. Mal ehrlich, so oft braucht man den nicht. Die FNX ist genau wie ihr großes Vorbild auch eine Double-Action-Pistole. Ich demonstriere das mal kurz, nimm zur Sicherheit mal das Magazin raus. Obwohl ich hier den Hahn nicht gespannt habe, kann ich durch Betätigen des Abzuges einen Schuss ausführen. Zack. Und Voraussetzung ist natürlich, dass die Airsoft genau wie auch beim Original einmal vorher durchgeladen wird. Was ich ja richtig genial finde, diese Details, die VFC hier beachtet hat. Seht ihr das hier? Den Extractor. Das ist nicht einfach nur nachempfunden, das ist wirklich ein separates Bauteil und hier mit diesem roten Punkt, der dem Schützen sagt, dass sich noch eine Patrone im Lauf befindet. Super, und man kann das sogar reindrücken, das ist also vollkommen beweglich. Richtig genial. Und richtig genial ist noch was anderes, und zwar die Markings. Da Cybergun bzw. VFC das volle Lizenzrecht hat, befinden sich auf der Airsoft alle Original-Markings und genau an der Stelle wie auch bei der Originalwaffe. Und das Tolle ist, schaut euch mal die Markings an. Seht ihr das? Alles nicht so mit so einem blöden weißen Pinsel draufgemalt, sondern richtig tief geprägt. Das sieht richtig gut aus. Hier das FN-Logo, FN 45 Tactical, Kaliber 45.
Hier auf der Rückseite alles richtig sauber geprägt und hier schaut euch mal den Griff an. Ganz satt sitzt hier das Logo drauf. Wunderbar. Ja, machen wir weiter. Wenn wir die Airsoft drehen, sehen wir hier dieses silberne Schildchen. Da befindet sich eine eindeutige Seriennummer drauf und ein QR-Code, auf welche Webseite man da landet, wenn man den QR-Code scannt. Keine Ahnung, ich habe es mit meinem Gerät nicht geschafft. Wenn einer von euch das schafft, der schreibt mir mal bitte in die Kommentarleiste. Würde mich mal wirklich interessieren, auf welche dunklen Webseiten man denn da kommt. Okay, machen wir weiter. Die Visierung hier hinten und vorne besteht aus Metall, ist nicht einstellbar, vielleicht nur in der Seite. Und was einem hier auffällt, sie ist ziemlich hoch angebracht. Das hat den Grund, da man sieht, hier ist eine Laufkappe, die kann man abmachen. Man kann an die FNX einen Schalldämpfer montieren. Und man kennt es ja, wenn ein Schalldämpfer drauf ist, der ist ziemlich hoch, kann man kaum noch mehr das Visier verwenden. Und da die Visierung hier ziemlich hoch ist, kann man sehr schön über den Schalldämpfer hinaus zielen. Und weiterer Punkt, warum die ganze Geschichte so ist, seht ihr hier die beiden Schrauben. Das kann man hier abmachen und dann kann man, ich zeige euch das mal, ihr habt es ja auch schon gesehen, hier eine Rotpunktoptik drauf machen und dann kann man auch, wenn die Rotpunktoptik nicht mehr funktioniert, auch sehr schön hier, ihr seht es, das geht über das Rotpunkt hinaus hier, das Visier, kann man sehr schön zielen. Aus welchem Material besteht eigentlich die FNX 45 Tactical? Das habe ich noch gar nicht erwähnt und das mache ich jetzt. Und zwar der Schlitten, der besteht aus Aluminium, das Griffstück komplett aus hochwertigem Kunststoff und der Abzug ist genauso auch wie bei der Real Steel aus Kunststoff gefertigt. Die Laufkappe besteht aus Stahl, der Magnet, wie ihr seht, hält hier wunderbar. Der Lauf selber ist nur aus Aluminium, ebenso wie die Visierung vorne und hinten. Der Hammer ist wiederum aus Stahl gefertigt. Die Sicherung ist hier nur aus Aluminium. Der Schlittenfanghebel, der haftet hier auch wieder, also auch aus Stahl gefertigt. Der Zerlegeknopf ist aus Aluminium, ebenso wie der Magazinlöseknopf. Ich würde sagen, ich zeige euch jetzt mal, wie leicht man die FNX auseinanderbauen kann und dann kommen wir zu den Innereien. Das Zerlegen ist wirklich sehr einfach. Zunächst wird das Magazin entfernt, dann wird der Schlitten nach hinten geschoben und arretiert, das mache ich immer sehr gerne. Und dann haben wir hier den Zerlegehebel, den drehe ich einmal ein Stück, seht ihr das in diese Position, und wenn ich jetzt den Schlitten nach hinten laufen lasse, lässt sich die ganze Sache schön nach vorne schieben. Das war's. Um den Lauf zu entfernen, muss ich hier die Laufschutzkappe entfernen. Das dauert hier immer schön lange. So, und jetzt kann ich hier die Federführungsstange entnehmen und den Schlitten vom Lauf trennen und dann haben wir es geschafft. Fangen wir mit dem Lauf an. Wie gesagt, aus Aluminium gefertigt. Sehen wir hier ein kleines Stellschräubchen oder Drehrädchen. Hier kann man das Hop-Up mit einstellen. Die FNX 45 arbeitet mit dem Bug-System. Das hat statt einer Gummilasche 2 Gummilaschen. Das soll die Präzision der Bibi noch weiter erhöhen. Die Federführungsstange ist aus Metall, aber nicht aus Stahl. Die Feder ist natürlich aus Stahl. Der Lauf hier, habe ich euch ja schon kurz gezeigt, besteht aus Aluminium und beherbergt hier diesen Kunststoffnassel. Kommen wir zum Magazin, ebenfalls aus Metall aufgebaut. Und das Besondere an diesem Magazin, finde ich, ist dieses Ventil. Das Ventil befindet sich hier oben und nicht hier unten am Magazinboden. Das hat einen riesigen Vorteil. Denn wie oft ist jemand schon das Magazin aus der Waffe geflutscht und zu Boden gefallen und hat dadurch das Ventil kaputt gemacht. Weil meistens, wenn ein Magazin runterfällt, knallt es immer schön auf die Magazinboden. Hier das Ventil an der Seite, perfekt. Das kann nicht so schnell kaputt gehen und eigentlich frage ich mich, warum ist das eigentlich kein Standard? Auf der anderen Seite des Magazins finden wir hier die Führungsfeder und das Besondere an diesem Magazin ist auch hier dieser breite Schlitz. Da lassen sich ohne Probleme jetzt hier die Bibis einfüllen, einfach so rein die ganze Geschichte, und da das zweireihig ist, hält das wunderbar, wenn die Feder hier wieder in Aktion tritt. Dadurch lässt sich das Magazin wirklich rasant laden.
So, werfen wir zum Schluss noch mal einen Blick auf das Griffstück. Wie gesagt, der Hammer besteht aus Stahl. Weiteres Stahlelement ist hier das Innere der Abzugsgruppe. Der Abzug selber, hatte ich ja gesagt, besteht aus Kunststoff. Alles andere hier, was ihr hier seht, ist alles aus Aluminium gefertigt. Also die FNX von VFC ist eine sehr wertige Airsoft-Pistole. Diese Dark Earth Version habe ich ja schon seit Erscheinen hier in Deutschland in meinem Besitz und habe auch sehr, sehr viel damit schon geschossen und bis heute keine Probleme. Also alles sehr wertig. Viele Teile sind hier aus Stahl gefertigt. Und ja, das macht das alles sehr solide und sehr, sehr stabil. Und wie ihr seht, baue ich gerade die schwarze FNX wieder zusammen. Denn mit dieser werde ich jetzt den Chrono machen. So, jetzt ist es Zeit für den Chrono. Ich schieße mit 0,2 Gramm Bio-BBs. Der Gastank ist geladen mit Heckler & Koch Green Gas. Die Raumtemperatur beträgt 20 Grad. Laut Herstellerangaben muss ich 328 FPS beziehungsweise ja, knapp 1 Joule erreichen. Ich bin gespannt, was meine FNX hier schafft. Uh, 285 FPS ist so der Durchschnitt. Da habe ich die Herstellerangaben nicht erreicht. So, der Chrono ist durch und ich hatte euch am Anfang versprochen, dass ich ein bisschen Mischmasch betreibe mit der FNX. Was haltet ihr davon? Na, sieht die nicht ein Hammer aus? Schwarzes Griffstück, TAN-Schlitten, TAN-Magazin, edel, oder? Oder die Variante hier. Schwarzer Schlitten, Dark Earth Griffstück und schwarzer Magazinboden. Also ich finde, das macht aus der FNX richtig ein weiteres Highlight. Richtig genial. Und ja, jetzt denke ich mal, habe ich es euch noch schwieriger gemacht. Und das ist vielleicht auch ein Aufruf an Begadi. Was haltet ihr eigentlich mal von so einer Sonderserie hier? Mit diesen gemischten Farbtönen. Ich finde, das wäre vielleicht auch ein kleiner Verkaufsschlager. So, ja, bevor wir jetzt zum Zielschießen kommen, noch eine andere Sache. Zubehör. Absoluter Pflichtkauf für eine FNX 45 Tactical und dadurch wird es erst eine richtige 45 Tactical, ist das hier. Das Trigigon RMR Red Dot. Das ist absolut Pflicht. Die Nachbauten für die Airsoft gibt es so zwischen 19 und 40 Euro. Ich packe euch ein paar Produktlinks mal in die Videobeschreibung. Weiteres geniales Zubehörteil ist natürlich ein Schalldämpfer. Das müsste dann der Osprey Schalldämpfer sein. Der ist aber ziemlich teuer. Alternativ könnt ihr auch einen Socom Schalldämpfer nehmen, so wie er auch bei der MK23 montiert ist. Also wie gesagt, alle Produktlinks packe ich euch runter in die Beschreibung. Aber jetzt ist Zeit für das Zielschießen. Kommen wir zum Zielschießen mit der FNX 45 Tactical. Ich schieße jetzt auf 15 Meter auf ein A4-Blatt mit 0,28 Gramm Bio-BBs. Und ja, schauen wir mal, was ich so erreiche. Na, Klemmer. Also von hier sieht es sehr gut aus. Ein Klemme hatte ich gehabt. Okay, kann mal passieren. Ja, kommen wir zu den Pro und Kontras der VFC bzw. Cybergun FNX 45 Tactical Gas Blowback Airsoft Pistole. Ja, was ist mein erster Pluspunkt? Ja klar, der Fun-Faktor würde ich sagen, es macht Hölle Spaß damit zu schießen. Der Sound, so richtig laut und am besten ist wirklich der Rückschlag, dieser harte
knackige Kick. Also wenn man schießt, man spürt richtig, wie der Schlitten nach hinten und nach vorne läuft. Wahnsinn, macht richtig Spaß und auch die Präzision ist in Ordnung, da gibt es überhaupt nichts zu meckern. Erwähnen sollte man auf jeden Fall auch das Magazin, die Lösung mit dem Ventil, nicht hier unten am Magazinboden wie üblich, sondern oben, finde ich super vorteilhaft, wenn das Magazin mal runterfällt. Da kann das Ventil nicht so schnell kaputt gehen und die Kapazität ist auch wunderbar, also sehr ökonomisch. Mit einer Gasladung kann man bei guten Temperaturverhältnissen bis zu 3-mal das Magazin füllen. Man hat also bis zu 75 Schuss zur Verfügung mit einer Gasladung, einwandfrei und ja, gut finde ich auch, dass die nicht nur für Rechtshänder gedacht ist, sondern auch für Linkshänder. Alle Bedienelemente befinden sich auf beiden Seiten. Ganz toll und hätte ich beinahe vergessen, die Markings, die Original-Markings. Einfach nicht nur mit dem weißen Pinsel so dahin gehuscht, sondern richtig schön tief und sauber eingefräste Markings. Sogar hier, wenn die Farbe hier drauf, man merkt gar nicht, dass es irgendwelche Nasen gibt oder so. Das ist alles sehr super sauber verarbeitet und auch hier im Griff alles richtig satt drin, das Logo. Das sieht richtig genial aus und Kleinigkeiten, wie hier die Kaliberangabe oder hier die eindeutige Seriennummer mit dem QR-Code. Traumhaft. Und die Verarbeitung ist auch sehr solide, also Innereien sind einige Stahlteile vorhanden und wie ich euch gesagt habe, hier die Dark Earth Version, die ist ja schon seit über ein Jahr in meinem Besitz und habe auch regelmäßig damit geschossen und habe bis heute keine Probleme damit. Die flutscht 1A wie ein Zäpfchen, super klasse und ja, was bleibt mir anderes zu sagen als Daumen hoch und auf jeden Fall auch Daumen hoch an VFC für diesen super genialen, detailgetreuen Nachbau der FNX 45 Tactical. Die ist richtig gut gelungen und ja, kommen wir zur Kaufempfehlung. Kann ich euch die Airsoft hier empfehlen? Also wenn ihr das genügende Kleingeld habt, dann greift zu, ihr macht hier nichts falsch. Die macht einen Mordspaß, dieser Sound und überhaupt dieser Kick beim Schießen, hammermäßig und hammermäßig ist auch die Optik. Sieht sie nicht schön aus und gerade, weil wir hier beim Thema Optik sind, wenn ihr das genügende Kleingeld habt, vergesst nicht, euch noch dieses Rotpunktvisier hier zu kaufen. Das ist einfach ein Must-Have und wer Schalldämpfer liebt, ein weiteres Must-Have für die FNX ist der Osprey Schalldämpfer. Der gehört hier einfach dazu und als letztes, das hätte ich beinahe vergessen, wer die Airsoft stilvoll auf das Spielfeld bewegen will, der greift zur Original FN Tragetasche für die FNX 45 Tactical. Zu bekommen bei FN. Ja, mehr gibt es eigentlich gar nicht zu sagen. Das Review zu FNX 45 Tactical ist zu Ende. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß gehabt dabei. Und ja, wer es richtig toll fand, der kann meinen Kanal abonnieren oder mir ein Like geben oder auch einen Daumen runter. Und dieser Daumen runter ist auch ein Signal an den jungen Herrn oder die junge Dame, die immer gleich zu Anfang, gleich wenn das Video hier rauskommt, online ist, kann ich nur darauf warten, innerhalb von wenigen Minuten gibt es da gleich boing, einen Daumen runter und ja, das würde mich mal interessieren von demjenigen, was mache ich nur falsch? Was hat dich dazu bewegt, mir immer diesen Daumen runter zu geben? Immer wenn ich ein Video hochstelle, machst du mir den Daumen runter. Melde dich mal, schreib mal unten in die Kommentare, mich würde wirklich mal interessieren, was dich stört und was ich vielleicht irgendwie anders machen kann, damit ich vielleicht aus diesen hier vielleicht sowas kriege und vielleicht, wenn ich richtig gut bin, vielleicht den Daumen nach oben kriege. Also melde dich bitte, habe keine Scheu. Ja, würde mich freuen und ich würde mich auch freuen, wenn wir uns beim nächsten Review wiedersehen. Mach's gut, euer Bruce.